Ein Jahr ist vorbei. Und ehrlich gesagt, als ich vor einem Jahr mit YouTube angefangen habe, hatte ich kaum eine Ahnung davon, was ich da eigentlich tue. Ich bin Lehrer und kein YouTuber. Ich habe keine Ahnung und keine Erfahrung mit Algorithmen, mit Reichweite, Schnitt oder Thumbnails. Ich wollte einfach Lernvideos machen, verständlich für meine Schülerinnen und Schüler. Dieses Video wird etwas anders als die anderen Videos, denn ich blicke zurück auf mein erstes Jahr mit Schulwissen to go. Darauf, wie alles angefangen hat, was ich gelernt habe, was gut funktioniert hat und was nicht. Und warum ich trotz aller Zweifel immer mehr Freude daran gefunden habe, Lernvideos zu erstellen. Also, los geht's! Die Idee zu Schulwissen to go entstand direkt aus meinem Unterricht. Die Zeit im Unterricht ist sehr stark beschränkt und man muss Inhalte reduzieren. Und um meinen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, tiefer in die Inhalte einzusteigen und sie vielleicht ein bisschen für Geschichte zu interessieren, habe ich diesen Kanal erstellt. Thematisch habe ich ursprünglich mit der Weimarer Republik begonnen. Genau zu der Zeit, als wir dieses Thema auch im Unterricht behandelt haben. Mein Ziel war ganz praktisch. Die Schülerinnen und Schüler sollen die Inhalte noch einmal verständlich, anschaulich und jederzeit abrufbar wiederholen können. Anfangs liefen Unterricht und YouTube deshalb bewusst parallel. Geschichte sollte nicht nur im Klassenraum stattfinden, sondern eben auch zu Hause, auf dem Handy oder auf dem Tablet. Mit der Zeit hat sich der Kanal weiterentwickelt. Heute ist Schulwissen to go nicht mehr strikt an meinen aktuellen Unterricht gebunden, aber wenn es thematisch passt, versuche ich weiterhin Inhalte so aufzubereiten, dass sie direkt im Unterricht oder zu Prüfungsvorbereitung genutzt werden können. Mein allererstes Video erschien im Dezember 1924. Thema waren die Parteien der Weimarer Republik. Technisch war das noch sehr einfach gehalten, eine PowerPoint-Präsentation mit eingesprochenem Voice-Over. Wenn ich heute darauf zurückblicke, muss ich ehrlich sagen, die Qualität war noch nicht besonders gut. Bild, Ton, Schnitt und Erzählfluss hatten noch viel Luft nach oben. Nach dem ersten Video kamen auch meine ersten Zweifel. Ich habe mich gefragt, ob sich das wirklich jemand anschauen würde und ob sich das überhaupt wirklich lohnt. Und naja, seht selbst, das Video ist nicht gerade viral gegangen. Aber genau dieses erste Video war extrem wichtig. Denn dabei habe ich angefangen zu lernen, wie YouTube wirklich funktioniert. Wie man Inhalte strukturiert, verständlicher erklärt, besser spricht und visuell ansprechender arbeitet. Seitdem habe ich mich Schritt für Schritt weiterentwickelt, inhaltlich, technisch und didaktisch. Gerade am Anfang war die Lernkurve sehr steil. Gleichzeitig habe ich schnell gemerkt, ganz im Sinne von Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und genau das zeigt mir, dass noch ein weiter Weg vor mir liegt. Im Laufe des Jahres hat sich dann auch der thematische Schwerpunkt erweitert. Neben der Weimarer Republik kamen der Nationalsozialismus, der Zweite Weltkrieg, der Kalte Krieg, DDR, BRD sowie der Alltag von Jugendlichen in Ost- und Westdeutschland dazu. Mein Ziel blieb dabei immer gleich: komplexe historische Themen einfach, verständlich und schülergerecht zu erklären. Dabei ging es mir nicht nur um reine Fakten, sondern auch um Zusammenhänge, Perspektiven und die Frage, warum Geschichte bis heute relevant ist. Zwischendurch habe ich auch 1 oder 2 Videos zu stärker politischen Inhalten ausprobiert. Diese Videos sind insgesamt eher verhalten angekommen. Da stelle ich mir bis heute die Frage, lag es daran, dass sie technisch und erzählerisch noch nicht gut genug umgesetzt waren? Oder waren die Themen für den Kanal und die Zielgruppe einfach nicht oder noch nicht interessant genug? Das ist etwas, das ich aktuell offen lasse und vielleicht greife ich politische Inhalte in Zukunft noch einmal auf, dann aber mit mehr Erfahrung und einem klaren Konzept. Relativ schnell habe ich gemerkt, dass sich lange Videos und Shorts sehr unterschiedlich verhalten. Lange Videos eignen sich besonders gut für Erklärungen, Zusammenhänge und Prüfungsvorbereitungen. Shorts hingegen sind perfekt für einzelne Fakten und Überraschungen. Seit Juli habe ich deshalb begonnen, zusätzlich regelmäßig Shorts zu produzieren und diese nicht nur auf YouTube, sondern auch auf TikTok hochzuladen. Das war für mich ein neuer Schritt, der sich bisher aber ganz gut entwickelt hat. Über Shorts erreichen die Inhalte oft Menschen, die den Kanal sonst vielleicht gar nicht gefunden hätten. Inhaltlich versuche ich, die Shorts bewusst anders aufzubauen als lange Videos. Statt kompletter Themen nutze ich sie vor allem für Side-Facts oder überraschendes Wissen, das im Schulunterricht oder in klassischen Geschichtsdarstellungen oft zu kurz kommt. Also Dinge, bei denen man vielleicht denkt, das wusste ich noch gar nicht. Mein Ziel ist es, Geschichte in den Shorts kurz, verständlich und interessant zu erzählen, also als kleinen Wissensimpuls zwischendurch. Die Shorts sollen neugierig machen und Lust darauf wecken, sich mit dem Thema weiter zu beschäftigen. Shorts bringen auch oft viele neue Zuschauer auf den Kanal, während lange Videos eher von denen geschaut werden, die wirklich lernen wollen. Beides hat seinen Platz und beides ergänzt sich ganz gut.
Am Anfang von Schulwissen to go war die Idee, klassische Whiteboard-Animationen zu nutzen. Das sieht man auch noch in meinen ersten Videos. Damals habe ich mit Videoscribe versucht, historische Inhalte über Zeichnungen und Animationen zu erklären. Mit der Zeit habe ich aber gemerkt, dass viele historische Themen einfach zu komplex sind. Politische Prozesse, historische Zusammenhänge oder unterschiedliche Perspektiven lassen sich mit reinen Animationen oft nur sehr vereinfacht darstellen. Außerdem bietet Videoscribe nur begrenzte Möglichkeiten, detaillierte Inhalte wirklich präzise zu zeigen. Deshalb habe ich meine Arbeitsweise Schritt für Schritt verändert. Heute arbeite ich deutlich stärker mit historischen Bildquellen, Fotos, Karten und zeitgenössischem Material. Wenn es sinnvoll ist, nutze ich zusätzlich KI-generierte Bilder, um Situationen darzustellen, zu denen es keine passenden Originalaufnahmen gibt, immer mit dem Anspruch, dass sie historisch plausibel und didaktisch sinnvoll sind. Videoscribe nutze ich inzwischen vor allem als Oberfläche, um diese Visualisierung ruhig, übersichtlich und nachvollziehbar anzuordnen. Es ist also für mich kein Animationstool mehr, sondern eher die Bühne, auf der die Inhalte präsentiert werden. Das soll ja auch keine Werbung oder so sein, sondern ich zeige euch lediglich, was für Tools ich benutze. Für die Planung, Strukturierung und Überarbeitung meiner Skripte nutze ich weiterhin Canvas. Dort kann ich Kapitel verschieben, Inhalte schärfen und Texte gezielt formulieren. Außerdem arbeite ich regelmäßig mit ChatGPT, vor allem zur Strukturierung von Themen, zur sprachlichen Vereinfachung und zur kritischen Überprüfung, ob die Inhalte verständlich sind. Die Visualisierung entsteht immer aus vielen einzelnen Quellen. Ich suche gezielt nach passenden Bildern, Karten und Materialien und prüfe dabei, ob sie historisch korrekt sind und den Inhalt wirklich unterstützen. Zusammengefasst nutze ich also Videoscribe als Präsentationsoberfläche und Canvas und ChatGPT für Planung und Texte und viel eigene Recherche für passende historische Visualisierung. Auch hier gilt, ich lerne ständig dazu und genau dieser Entwicklungsprozess prägt diesen Kanal. Relativ früh habe ich gemerkt, dass ein Video allein vielen nicht reicht. Deshalb habe ich angefangen, zu längeren Videos zusätzlich Lernkarten über Edugi zu erstellen. Diese fassen die wichtigsten Punkte kurz, übersichtlich und schülergerecht zusammen. Ich erstelle diese Lernkarten mit Canvas und lade sie bei Edugi hoch. Ich achte darauf, dass sie nicht nur für Schülerinnen und Schüler hilfreich sind, sondern auch für Lehrkräfte oder andere Interessierte, die einen schnellen Überblick über ein Thema brauchen. Für mich ist das ein wichtiger Schritt gewesen, denn Schulwissen to go soll nicht nur ein YouTube- oder TikTok-Kanal sein, sondern ein echtes Lehrangebot mit Video und Material. Was kann ich also aus diesem ersten Jahr mitnehmen? Ich habe gemerkt, dass ich noch sehr viel lernen muss. Fachlich, didaktisch und auch im Umgang mit YouTube und TikTok selbst. Nur weil mich ein Thema besonders interessiert oder ich sehr viel Zeit und Arbeit in ein Video stecke, heißt das nicht automatisch, dass es bei allen Zuschauern gut ankommt. YouTube ist kein Klassenzimmer und Aufmerksamkeit funktioniert dort ganz anders. Ich habe außerdem gelernt, wie wichtig es ist, historische Fakten doppelt und dreifach zu überprüfen. Gerade bei komplexen Themen, Jahreszahlen, Begriffen oder Zitaten darf man sich nicht auf das eigene Gefühl verlassen. Genauigkeit ist entscheidend, besonders wenn Inhalte für Schülerinnen und Schüler gedacht sind. Besonders spannend finde ich den Austausch mit Menschen, die bestimmte Zeiten selbst erlebt haben, vor allem bei Themen wie DDR und BRD. In den Kommentaren zeigten sich oft sehr unterschiedliche Wahrnehmungen und Erinnerungen. Manche beschreiben starke Kontrolle und Einschränkungen, andere betonen Gemeinschaft, Sicherheit oder positive Erlebnisse. Diese unterschiedlichen Perspektiven sind für mich extrem lehrreich. Mir ist klar geworden, Geschichte ist nicht nur das, was im Schulbuch steht, sondern auch das, was Menschen erlebt, gefühlt und erinnert haben. Aus diesen Rückmeldungen lerne ich viel und sie helfen mir, meine Videos differenzierter, fairer und besser zu machen. Was kommt im nächsten Jahr? Im nächsten Jahr möchte ich Schulwissen to go weiter ausbauen. Geplant sind mehr strukturierte Themenreihen mit langen und kurzen Videos. Besonders bei den Shorts habe ich schon ein paar neue Ideen, die ich gerne ausprobieren möchte. Des Weiteren ist der Ausbau der Lernmaterialien geplant. Ziel ist es, Videos und Materialien noch stärker miteinander zu verbinden, sodass Lernen über YouTube oder Social Media hinaus möglich wird. Dieses erste Jahr hatte viele Höhen und Tiefen und ich habe den Aufwand deutlich unterschätzt. Aber es hat mir vor allem eines gezeigt: Lernen endet nie, weder im Klassenzimmer noch auf YouTube. Schulwissen to go ist für mich ein Ort geworden, an dem ich ausprobieren, dazulernen und Inhalte Schritt für Schritt besser machen kann. Deshalb interessiert mich eure Meinung ganz besonders. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Themen interessieren euch und soll ich an den Formaten etwas ändern? Wünscht ihr euch mehr lange Erklärvideos, mehr Shorts oder etwas ganz anderes? Und wenn ihr selbst Videos erstellt oder euch auskennt, welche Tools könnt ihr mir
mir empfehlen. Ich freue mich wirklich über jeden Kommentar, jeden Tipp und jeden Hinweis. Egal ob Lob, Kritik oder Anregung. Der Austausch mit euch hilft mir enorm dabei, den Kanal weiterzuentwickeln. Danke, dass ihr mich auf diesem Weg begleitet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video und im neuen Jahr. Bis dahin, euer Herr Müller.